Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 3:30 Uhr. Ich bin in Warnemünde auf dem Parkplatz Mittelmole. Und mit ein bisschen Glück gibt es in einer Stunde einen tollen Sonnenaufgang. 3:30 Uhr, der frühe Vogel fängt den Wurm, beziehungsweise der frühe Fotograf bekommt den Sonnenaufgang. Passt schon irgendwie, ne? Gerade in den Sommermonaten muss er doch ein bisschen zeitiger aufstehen, wenn du einen Sonnenaufgang fotografieren möchtest. Sonnenaufgang, wie plant man das Ganze? Na klar, die Uhrzeit, die kannst du dir aus dem Netz raussuchen, die gibt es im Handy und sonst wo. Wo die Sonne aufgeht, das ist allerdings schon ein bisschen interessanter, denn du möchtest ja ein entsprechendes Motiv haben. Bei mir soll es heute die Molefeuer sein und ausgehend von der Mole, über die Molefeuer, geht dahinter die Sonne auf. Das Ganze habe ich kontrolliert, natürlich mit einer App, und zwar in diesem Fall Photopilz. Da kannst du dann entsprechend auch im Vorhinein, im Voraus, kannst du dann dir einen Spot raussuchen und mal gucken, ja, geht es da wirklich so auf, wie ich mir das vorstelle, die Sonne. Das ist der Fall für heute. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch einen Aspekt, und der ist der Aspekt, der am unberechenbarsten ist. Und zwar das Wetter. Das Wetter muss mitspielen, ihr Lieben. Was nützt der beste Sonnenaufgang, wenn es bewölkt ist? Also mein erster Blick heute, als ich vor die Haustür gegangen bin, ja, wie sieht es denn aus am Himmel? Es war wolkenlos, zumindest bei mir vor der Haustür. Ein bisschen hatte ich heute auch noch die Hoffnung, dass ich wieder leuchtende Nachtwolken zu sehen bekomme, denn die Zeit passt ja immer noch. Ja, und wer jetzt denkt, leuchtende Nachtwolken, was stimmt mit ihm denn jetzt nicht? Hat er irgendwie nicht lange genug geschlafen? Gibt's wirklich, ist ein Naturphänomen. Ja, ich habe vor einigen Tagen ja das Glück gehabt, dass ich leuchtende Nachtwolken sehen konnte, und ich hatte einen Fotoapparat, meine Kamera dabei. Das heißt, ich konnte sie sogar fotografieren. Ich habe ein kleines Video darüber gemacht, wer es noch nicht gesehen hat. Ich verlinke es euch natürlich. So, heute geht es aber um Sonnenaufgang, also Wolkenlage. Ja, auch dafür gibt es Apps, dafür gibt es eine kostenlose App, und die heißt Regenradar. Da kannst du nämlich nicht nur die Regenwolken kontrollieren, sondern auch die normalen Wolken. Ja, und auch das habe ich getan heute Morgen. Ja, und auf der Fahrt hierher sah es gar nicht so gut aus. Ne? Aber auf der Fahrt hierher, auf der Autobahn, hast du schon immer gesehen, oh, sehr, sehr dunkel. Ja, hier hinter mir seht ihr auch noch diese dunklen Wolken. Ja, wenn ich mich weiter aber Richtung Riesenrad drehe und noch weiter drehe, nämlich in die Richtung, wo heute die Sonne aufgeht, dann sieht das doch schon sehr, sehr vielversprechend auf. Genau da hinten ist nämlich die Wolkendecke aufgerissen, und genau das war es auch, was mir mein Regenradar vorausgesagt hat. Und zwar, die Wolkendecke zieht landeinwärts, und da hinten die Lücke, die bekommst du zum Sonnenaufgang. Das heißt, bevor ihr natürlich losfahrt, in meinem Fall sind es auch immer 50 Kilometer hier bis Warnemünde, lohnt es sich tatsächlich mal die Apps zu checken, damit ihr nicht umsonst herfahrt. So, jetzt sind es noch knapp 40 Minuten zum Sonnenaufgang. Ich warte jetzt noch auf meinen Ostsee-Fotobuddy, den Daniel. Wir haben uns nämlich hier heute Morgen zum Fotografieren verabredet. Und dann machen wir los vor zu den Molefeuern. Ja, und dann hoffe ich mal auf ein grandioses Foto vom Sonnenaufgang hier an den Molefeuern in Warnemünde. So, da ist er, der Daniel, doch noch angekommen, rechtzeitig. Ja, ihr Lieben, wir laufen jetzt hier gerade unten, ja, und es ist menschenleer. Ne? Also wahrscheinlich Ja, hast du Warnemünde erst im Lockdown gesehen. im Lockdown. Im Lockdown war es das letzte Mal so, ja, so leer. Ich zeige euch das mal, ich drehe euch mal um, damit ihr es mal sehen könnt. So sieht es aus. Ne? Schön ruhig, ein paar freche Möwen im Hintergrund, ansonsten nett. Ja, und blickfrei. Frei hoffentlich auf den Sonnenaufgang. Ja, wir sind ja guter Dinge, dass das heute was wird.
4:12 Uhr haben wir es jetzt, ihr Lieben. Ja, man sieht schon das schöne Morgenrot und Daniel hat schnell noch mal auf der App hier nachgesehen. Bei Fotopilz, ja, 4:38 Uhr geht die Sonne auf. Ja, und hier sieht man es auch sehr schön, wo die Sonne entsprechend dann aufgeht. Ja, wenn Daniel mal ein bisschen mit der Zeit nach vorne geht, dann seht ihr da, ja, da geht der Ball hoch, der orange. Ja, und hier ist dann quasi in dem Bereich hier in unserem Bildaufbau entsprechend der Sonnenaufgang. Aber es sieht schon nett aus, ne? Kameraeinstellungen, ihr Lieben. Ich habe schon mal das erste Foto gemacht. Ja, klar, ich habe ein CPL mit drin. Ihr seht den Armor von Case habe ich drauf auf der Kamera. Ja, und ich habe einen Reverse-Filter drin. Reverse, weil ihr seht im unteren Bereich Horizont, ja, da wird nachher dann die hellste Stelle sein. Nach oben, wir haben keine Wolken, können wir das Ganze auslaufen lassen. Ich zeige euch den Reverse nochmal. Das Ganze magnetisch natürlich von Case. Seht ihr, ja, wenn wir das hier abdunkeln, seht ihr, da haben wir hier genau den Bereich, den wir nachher dunkel haben wollen. Und nach oben läuft das Ganze aus. Also perfekte Bildausleuchtung. So, ich zeige euch hier mal, ja, fokussiert das Ganze. Ja, ich zeige euch mal meinen Bildschirm. Ja, hier ISO 100, Blende 18 und 6 Sekunden aktuell. Blende 18, ja, ich hoffe natürlich auf einen blendenden Stern, das werden wir aber sehen. Und 6 Sekunden ja, aufgrund der Lichtsituation. Wenn die Sonne nachher rauskommt, wird es ein bisschen kürzer werden, die Belichtung. Das müsst ihr dann tatsächlich immer situationsbedingt entsprechend anpassen. Ne? Je schneller die Sonne nachher hochkommt, desto mehr Licht gibt es und desto kürzer wird auch die Verschlusszeit. Aber die 6 Sekunden hier unten, mit denen könnt ihr natürlich hier unten schon das Wasser glätten. Sind ohnehin keine Wellen, insofern kann man da auch mal das Wasser ein bisschen glätten. 4:34 Uhr, ihr Lieben, und da kommt sie, die Sonne, da kommt sie langsam über den Horizont geschoben. Leider ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, und zwar das Wolkenband da hinten, das schiebt sich jetzt so langsam über die Sonne. Das heißt, einen blendenden Stern gibt es leider schon mal nicht. Aber ich hoffe, dass die Sonne das Ganze vielleicht ein bisschen einfärbt. Ihr seht, ich habe auch noch mal die Position ein bisschen gewechselt. Das heißt, ich bin ein bisschen weiter nach hinten zur Aussichtsplattform gegangen. Hier hinten ist sie. Ich gehe mal ein Stück weiter vor, dann seht ihr das ein bisschen besser. Dann habe ich einen kompakteren Bildausschnitt, denn damit habe ich den zweiten Leuchtturm, den roten da hinten hier auch mit drauf. So ungefähr, ich halte es euch mal hin. Mein Kopf ist natürlich noch im Weg, jetzt da wo die Sonne ist. So ungefähr wird mein Bildaufbau jetzt auch sein. Ne? Fand ich ein bisschen kompakter als von da vorne. Da haben wir nämlich zuerst gestanden. Wir sind auch nicht ganz alleine. Ne? Hier ist der Daniel und ein Fotograf, den hat es heute Morgen auch noch nicht im Bett gehalten. Er hat sich gedacht, Mensch, heute Morgen Sonnenaufgang an der Mole am Leuchtfeuer, das wäre doch mal was Tolles. Ja, und jetzt hoffen wir mal. Wir hoffen, dass es schöne Farben gibt. Ich werde jetzt mal ein Foto machen. Wie gesagt, Verschlusszeiten haben sich jetzt natürlich verkürzt, weil es wird immer heller. Ja, und dann muss man die entsprechend anpassen, jeweils der Lichtsituation. Ansonsten, Blende habe ich soweit zugelassen. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, vielleicht blitzt ein kleiner Blendenstern hoch. Ne? Aber das müsst ihr individuell immer ausprobieren. Wenn ihr merkt, na, es wird nichts mit dem Blendenstern, macht die Blende ruhig weiter auf, könnt ihr auch dann eine kürzere Verschlusszeit einstellen. Und auch immer noch wichtig, Histogramm im Auge behalten, damit ihr weder abgesoffene noch ausgebrannte Stellen bekommt. Ihr seht schon, Belichtung habe ich jetzt angepasst, ISO 100, Blende 8 und eine 1/5 Sekunde Verschlusszeit. Histogramm, seht ihr, ja, es geht schon in den linken Bereich, das heißt, es ist schon ziemlich dunkel. Es kommt von den dunklen Stellen hier unten, aber im rechten Bereich ist nichts ausgebrannt. Theoretisch könnte man noch jetzt ein bisschen kürzer sogar belichten. Ja, und jetzt fährt ein Radfahrer da hinten rum, ist das super, aber er ist zum Glück wieder aus dem Foto raus. Kann man schon machen morgens, ne? Weil man sieht, dass Fotografen stehen. Ich kaufe mir jetzt auch ein Fahrrad und dann fahre ich da immer durchs Bild durch. Aber guckt mal, ihr Lieben, das ist schon nett, ne? Auf der rechten Seite wäre jetzt natürlich noch schön ein bisschen Farbe. Aber ich glaube es eher nicht. Dafür reicht nämlich die Lücke hier auf der linken Seite nicht so richtig aus. Aber trotzdem auf dem Display, ihr Lieben, guckt euch mal an. Es ist schon nett, ne? Es hat ja auch wieder diese Komplementärfarben, ne? Wir haben Blau in der rechten Seite und Orange in der linken Seite. Plus das Blau noch hier oben. Ja, das wird's, ihr Lieben, das wird's. Da hat sich das Aufstehen gelohnt. Da wollen wir jetzt mal gar nicht meckern. Und manchmal gehört natürlich für ein schönes Foto auch ein bisschen Glück dazu. Ihr seht, kommt nämlich gerade ein Segelboot rein. Das heißt, in dem Fall habe ich meine Verschlusszeit noch mal ein bisschen verkürzt auf eine 200stel bei Blende 2.8 und natürlich ISO 100. Und dann seht ihr, dann bekommt man hier natürlich ein tolles Foto. Jetzt mit dem Segelboot noch mal vor der Sonne. 2 Sekunden Vorausdrückung habe ich rausgenommen, brauchst du in dem Fall nicht. Macht euch das ein oder andere Foto mehr, dann könnt ihr euch nachher das Beste davon heraussuchen. Ja, so wie ich das jetzt auch mache. Ansonsten Bildaufbau habt ihr gesehen, ganz klassisch. Drittelregel. Ich mache mal noch 2, 3 Fotos, damit ich auf Safe auch eins dabei habe. Drittelregel. Leuchtturm hier im Drittel. Ich habe ja auch meine Gitterlinien eingeblendet. Auch unteres Drittel ist quasi die Wasserlinie. Das heißt, ja,
typische klassische Drittelregel im Bildaufbau. Auch hier sieht man sehr schön die Leuchtturm nochmal angeleuchtet von links von der Sonne. Tja, ihr Lieben, ja, was willst du mehr? Was ist das für ein Foto geworden? Das ist doch genial. Ja, auch wenn rechts die Wolken ein bisschen im Bild sind. Ja, ist ein tolles Foto, kannst du nicht meckern, auf jeden Fall. Da hat sich das Aufstehen tatsächlich gelohnt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Sonnenaufgang Warnemünde an den Mohlefeuern. Ihr seht es da hinten, ja, viel mehr ist jetzt nicht aus dem Himmel herauszuholen, aber mit ein bisschen Vorbereitung und ein Blick natürlich auf die Wetter-App, sprich in meinem Fall auf Regenradar, wisst ihr ja, wo ziehen sie denn hin, die Wolken? Und ungefähr hat es ja gepasst, sodass ich hier mein Foto mitnehmen konnte. So, ich werde mir jetzt den Daniel schnappen, der ist da hinten irgendwo noch fotografiert. Vielleicht mache ich von vorne auch noch mal ein Foto, das heißt ein Stückchen weiter und dann, glaube ich, sind wir heute Morgen mit durch. Wir werden uns, glaube ich, jetzt ein Käffchen suchen. Und dann werden wir nett beide zusammen frühstücken. Das gehört ja auch dazu. Uns mal schon die ersten Bilder anschauen und dann, ja, dann geht es für uns beide wieder ab nach Hause. Ihr Lieben, schreibt mir doch mal unten in die Videokommentare, ob ihr auch schon mal in Warnemünde hier zum Sonnenaufgang fotografieren wart. Ja, und habt ihr irgendwelche Apps benutzt, um euch vorher anzusehen? Ja, gibt es Sonnenaufgang an der richtigen Stelle? Gibt es Wolken? Gibt es keine? Oder wart ihr zum Beispiel hier oben im Hotel Neptun? Da ist es. Da! Zack, habt einfach morgens aus dem Fenster geguckt und habt gesagt, ha, heute Morgen, da gibt es einen Sonnenaufgang. Da gehe ich einfach mal schnell rüber zum Fotografieren. Ihr Lieben, all das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn euch das kleine Video, die kleine Mitnahme hier an die Warnemünder Leuchtfeuer gefallen hat, lasst mir fürs Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin.